So, Servus und Hallo. Heute darf ich dich begrüßen bei meinem Rennen in Rijeka. Wir starten hier aus der Boxengasse, weil wir noch schnell die GoPro am Helm befestigen mussten. Ja, alle anderen haben schon den Sighting Lab hinter sich. Wir starten, also wir heißt Sven vor mir und ich, starten in den Warm-Up Lab. Vorab einmal, ich habe mir dieses Format jetzt einmal abgeschaut bei Lukas Litt bzw. beim Slati. Habe mir gedacht, ich probiere es aus, weil das alles sehr hektisch war und die Tonaufnahme von der GoPro halt nicht die optimalste ist. An dieser Stelle mag ich dann auch nochmal ein Dankeschön aussprechen für den Organisator European Bikers, der für 2 wunderschöne Tage an dieser Rennstrecke gesorgt hat. So, wir müssen also jetzt hier aufholen, weil ich relativ ungerne mag, dass die Leute auf der Zielgeraden auf mich warten müssen und ihre Reifen vielleicht kalt werden. Wir geben also gleich schon ordentlich Gas, Tank ist voll, also genug Benzin haben wir mit an Bord. Und ja, das Coole bei dem Rennen war halt, dass relativ viele Freunde dabei waren. Also vor mir haben wir jetzt den F6, also Sven, der auch mit mir die Rheinland Langstreckenrennen gefahren ist. Und dann haben wir noch dabei den Slati und den Milan, 2 sehr gute Freunde. Unter anderem ist auch noch dabei der Mosch und der Green Stuff, die ich jetzt auch schon eine Zeit lang kenne. Ja, jetzt haben wir das Fahrerfeld eingeholt und dann geht es eigentlich auch schon fast zum Rennen. Sven macht jetzt noch ein paar Bremsungen, deswegen schaut er sich um, dass keiner ihm hinten reinfährt. By the way, alle Kollegen, die mitgefahren sind, die ich persönlich kenne, sind auch in der Beschreibung verlinkt. So, dann schauen wir mal. Also jetzt genau vor mir im Grünen, der Green Stuff, der Mosch war auch da und jetzt fast in den Fastboy reingefahren. Hier könnt ihr auch schon Slati sehen, der ist ganz vorne mit der weißen CBR und 2 Plätze vor ihm der Milan. Sven wird jetzt bald einen Jumpstart machen, was mich so ziemlich aus dem Konzept bringt und mein Start halt nicht optimal verläuft. Los geht's! Slati, Hammer weggekommen. Wirklich ein sehr, sehr guter Start. Milan etwas weniger und jetzt drängt sich halt auch schon eine Gixxer zwischen uns. Sven hat es versucht, außen vorbei, aber da war halt dieser Ölfleck, konnte nicht ganz durchbeschleunigen. Jetzt erstmal einreihen, kein Stress. So, ich sehe schon, auf der Bremse geht da einiges, um an dem Kollegen vor mir vorbeizukommen. Weiß leider nicht, wer es ist. Ich habe es auch hier schon versucht, leider falscher Gang. Das wird also nichts. Und hier mache ich dann auch schon den zweiten Versuch, allerdings komplett schief gegangen, weil es mich raus auf den grünen Streifen getragen hätte und ich keine Ahnung hatte, ob da Sand drauf war oder sonstiges. Also eher nochmal abrollen vom Gas und woanders probieren. Im Rennen sind wir jetzt reine 600er, also es ist eine 600er Klasse. Ich sehe auch schon hier, die Gixxer vor mir, die geht richtig gut auf der Geraden, aber kein Thema, wir machen das auf der Bremse. Sven nutzt auch hier einfach schon den Speed, um mit an ihm vorbeizufahren. Ganz easy, sauberes Überholmanöver. So, jetzt geht die Aufholjagd los. Jetzt versuchen wir Slati und den Milan einzuholen. Vor den beiden sind nur noch 2 Fahrer, somit wäre ich jetzt auf Position 5. Einer von den beiden Fahrern ganz vorne ist, glaube ich, ein IDM-Fahrer oder fährt auf jeden Fall mal lizenziert. Heißt, der fährt vor dem Ende des Rennens raus, was macht, dass ich eigentlich jetzt auf P4 wäre. Ihr seht jedes Mal auf der Bremse, da geht einiges. Hier nochmal kurz die Sicht von Sven. Da kommen wir schon näher ran.
So, jetzt bin ich dran. Das reicht mir. Wir sind erst in der zweiten Runde. Haben genug Zeit. Aber Sven ist das zu langweilig. Er sticht einfach innen rein, drückt mich etwas raus, drückt dann auch gleich noch den Kollegen raus, den Milan. Ja, das hat mich einfach komplett überrascht, dass der da schon gleich in der zweiten Runde alles gibt. Jetzt treibt es mich natürlich komplett raus, falsche Linie. Ja, einfach scheiße. Einmal kurz nach hinten schauen, Platz managen, etwas später bremsen und einfach wieder versuchen ranzukommen an die Gruppe. Auf der Geraden jetzt, ich versuch's, ich leg mir alles bereit, versuche die ideale Linie zu erwischen und den ganzen Schwung halt aus diesen letzten paar Kurven rauszunehmen. Und mir gelingt es, in den Windschatten von Milan zu kommen auf der Gixxer, kann vorbeifahren, ganz easy, ohne Stress. Gut, ich sehe, ich bin an der Gruppe dran, habe sie vorhin nicht verloren. Jetzt heißt es halt meinen Rhythmus finden und ja, sich halt ranarbeiten, so wie sich das halt gehört in einem Rennen. Idealerweise im Rennen sich nicht überkommen lassen von Gefühlen oder Stress oder dem Adrenalin. Einfach immer schön seine Runden fahren, versuchen jede Kurve so gut wie möglich zu fahren und in seinem Rhythmus bleiben, also sich nicht stressen und dann kommt es meist auch schon von ganz alleine. Ich sehe schon, Sven wird etwas nervös hinter Slati. Er versucht es wirklich motiviert an ihm vorbeizufahren. Und für mich gilt immer noch das Gleiche, einfach nur konstant fahren, keine Fehler machen und versuchen Schritt für Schritt näher an beide ranzukommen. Punkt für mich ist halt natürlich meine Bremse. Habe so das Gefühl, dass ich von diesen 3 Kollegen am stärksten bremsen kann. Und jetzt Sven wird innen reinstechen. Das ist auch gleichzeitig meine Chance. Ich weiß, Slati muss aufmachen und Sven hat nicht mehr die Ideallinie. Dementsprechend nehme ich den ganzen Schwung mit und werde an ihm vorbeifahren. Slati hat da auch durch das Manöver von Sven noch einen Platz an Milan verloren, der gleichzeitig auch an Sven vorbeifährt, weil er die Linie aufmachen musste. So, Sven also wieder etwas Aufholarbeit, jetzt hinter Milan. Hier über die Kuppe kriege ich immer Wobbler. Ganz wild beim Umlegen. Sven versucht es natürlich immer noch am Milan vorbeizukommen. Jetzt geht's wieder auf die Gerade. Eine Runde mehr absolviert. Wieder spät bremsen, um es den Kollegen so schwer wie möglich zu machen. Wie gesagt, leider sind die Tonaufnahmen nicht so gut geworden. Es ging mir dann am Ende etwas zu schnell, weil ich vorher noch eine Instruktionsgruppe hatte und nicht mehr genug Zeit, das Audiogerät zu platzieren. Daher musste ich mich zufrieden geben mit der Qualität von der GoPro.
In diesem Zeitpunkt habe ich keine Ahnung, wer hinter mir ist. Ich höre nur hin und wieder Motorgeräusche und probiere einfach konzentriert meine Linie zu fahren. Hier wieder der Wobbler, echt wild. Beim Umlegen mit der 600er auf Vollgas. So, hier haben wir den Sven. Jetzt, er versucht innen reinzustechen am Milan auf der Bremse vorbei, schafft es aber nicht ganz, das Motorrad abzubremsen. Milan versucht hier nochmal reinzustechen, aber Sven dann doch sehr hartnäckig auf seiner Linie. Das gibt natürlich Slati die Chance, sich hier wieder ranzuarbeiten und somit das Rennen interessanter zu machen. Slati nur etwas zu früh auf der Bremse. Hätte er etwas später gebremst, hätte es wahrscheinlich gereicht, um sich einmal kurz dem Milan zu zeigen. So, und auch hier wieder aus der Sicht vom Nev 6. Wie er versucht, sich ranzuarbeiten. Er hat natürlich die Kamera immer schön auf den Starlane gerichtet. Ich fahre hier allerdings, für alle, die es interessiert, auf einem Pirelli Superbike SC1. Der übrigens schon 2 Tage in Spa-Francorchamps drauf hatte, dann noch einen Tag auf der Rennstrecke in Rijeka und jetzt eben noch dieses Rennen, also Tire Management ist on point. Sven versucht es immer noch nah dran, aber es reicht nicht ganz, um zu überholen oder den Schwung mitzunehmen. Und das war's auch schon mit dem Rennen. Ich habe es geschafft vor ihnen. P2, der erste, ja, der ist uns einfach um die Ohren gefahren. Ich glaube, der war sowas mit einer 1,34er Zeit oder so. Bei mir waren es 1,38er Zeiten. Aber echt ein cooles Rennen. Danke nochmal an alle, die mitgefahren sind. Echt grandios, hat mir echt viel Spaß gemacht. Ist immer sehr besonders mit Kollegen ein Rennen zu fahren. Waren schon echt 2 wirklich coole Tage. Hat mich echt gefreut. Hier nochmal der Fastboy, für den gibt es dann auch noch am Ende einen feinen Wheelie. Ja, ich hoffe, euch hat das Format so auch gefallen. War jetzt das erste Mal, dass ich das jetzt so probiert habe. Halt einfach nur bedingt durch die Audioqualität. Hier der Green Stuff, auch super gefahren. Fährt echt wirklich gut mit seiner alten R6, ist wirklich schnell unterwegs. Hier nur kurz das Adrenalin rauslassen, der Mosch auch noch vorbei. Hab sie leider nicht gesehen im Rennen, aber wäre noch geiler gewesen mit ihnen in dem Pack. Hier noch ein kleiner Stoppie und Sven schon im Burnout. Der Gino ist vor uns am Filmen, Fastboy auch nochmal einen Burnout versucht. Ja, richtig geiles Rennen. Hat mir super gut gefallen. Danke fürs Zuschauen, Leute. Hat mir echt gut gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte einen Kommentar da und dann kann man vielleicht öfter solche Formate bringen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Cheerio.